Dieses Mal bestaunen wir das so wunderschöne Altaigebirge, haben mal wieder Probleme beim Wassertanken, schauen uns Petroglyphen an, entdecken noch ein sehr cooles Wasserloch und zu guter Letzt gehen wir noch gut was essen. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Was gehört zu Rheinhessen? Richtig, Riesling. Wo sind wir gerade? Im Altaigebirge in Russland. Und ja, hier gibt es, das ist Riesling. Und hier steht White Wine Germany. Und hier hinten steht, das Ganze ist aus Bernkastel-Kues. Ein Jahrgang von 2022. Für den dreifachen Preis hier. Also 6 Euro pro Flasche. Nee, 7 Euro. 6,50 Euro. Ja. Und davon gibt es ganz viele hier. Es gibt den süßen, dann gibt es den trockenen, dann gibt es hier nochmal einen anderen Riesling. Und warte, ich habe hier sogar den Pinot Noir entdeckt. Bla, 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 bla. Und das Haus ist halt verkehrt rum. Ja, an der Straße. Jeder schaut sich's an. Aber ist irgendwie auch nur ein Touristenmagnet. Genau wie die ganzen Shops überall. Auf jeden Fall in diesem Altai-Teil, in dem wir jetzt sind, ist es ultra touristisch. Und auf jeden Fall im Gegensatz zu den ganzen asiatischen Ländern, den ganzen Star-Ländern, wo wir bis jetzt immer unterwegs waren, ist es auch so, dass man hier wieder super freizügig ist und man sehr viele leicht bekleidete Menschen sieht und Menschen, die sich halt auch einfach vorm Auto umziehen und so. Und es ist auf jeden Fall wieder ein großer Kontrast. Diese Straße, auf der wir fahren, wurde von National Geographic als eine der schönsten Straßen der Welt ausgezeichnet. Sie ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und hat nicht nur Touristengebiete an der Seite zu bieten. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Lebensstandard in Russland höher ist als sonst in Zentralasien. Und der Grund dafür ist, es gibt wieder Parmesan zu kaufen, zu Preisen, die wir bezahlen können. Das sind 230 Gramm und das hat 3,50 Euro gekostet und ich liebe es. Alles ist besser mit Parmesan, jetzt gibt es richtig leckere Parmesannudeln. Ja, nachdem wir, was soll ich sagen, Hashtag, was euch keiner über das Vanlife erzählt oder warum wir euch Vanlife nicht empfehlen können oder das erzählt euch keiner über Vanlife, müssen wir jetzt erstmal runterkommen. Weil unser Klo ist eben übergelaufen. Was passiert, wenn man in einen vollen Eimer reinpinkelt? Wir machen heute einen kleinen Pausetag hier im Altaigebirge von unserem ständigen Fahren. Wir stehen hier an einem wunderschönen Fluss, man sieht es nicht, und haben wunderschöne Natur um uns herum und dachten, dass wir die Natur erkunden gehen. Mondionsenturn? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt der Reiter.
wow. Voll cool. Du hast mir eben gesagt, dass du hier baden gehen wolltest. Warum tust du es jetzt nicht? Da kann man erkennen, dass hier sämtliche Kühe auch hier gebadet haben. Und deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Außerdem ist es ultra schlammig. Sie fangen die Kuh ein. Aber die Kuh denkt sich so, what the fuck, was ist? Ah, guck, die bleibt schon. Also der Hund hat die Kuh im Griff, du. Der Hund hat da schon, ja. Die arbeiten schon gut zusammen, der Hund und das Pferd. Wild. Jetzt haben sie die Kuh. Ja, jetzt läuft sie dahin, wo sie hinlaufen soll. Hier wäre auch ein mega schöner Campspot gewesen. Mit so einer wunderbaren geraden Wiese. Hier ist sogar ein kleines Lagerfeuer schon gewesen. Das Problem ist nur, wir haben uns über diese Brücke nicht drüber getraut. Deswegen sind all die schönen Campspots auf der anderen Seite nix für uns. Hier vor diesem alten Steinbruch wäre es gewesen. Und hier ist die Brücke, über die wir uns leider nicht so wirklich mit dem Auto drüber getraut haben. Denn man sieht hier solche schönen Löcher. Das Metall biegt sich schon durch. Also sie wird sehr stabil, wenn man drüber läuft, aber ich bin ja auch sehr viel leichter als so ein Auto. Der Buchanka da drüben, der hat es drüber gemacht und auch ganz viele andere Leute, die sehr, sehr mutig sind. Aber wir dachten uns, hey, wir können die Area, die Gegend hier ja auch so bewundern, ohne dass wir den schönsten Stellplatz hier haben. Und deshalb stehen wir hier in so einer kleinen Bucht am Wegesrand. Da drüben wäre ein weiterer wunderschöner Stellplatz gewesen, wo auch mutige Leute mit ihrem Auto stehen. Aber irgendwie war es gestern unfassbar nass und da wollten wir nicht irgendwo im Matsch stecken bleiben. Klingt pinzig, aber ich habe einfach keine Lust auf im Matsch rumzuspielen. Hier bekommt man nochmal einen Eindruck, warum diese Straße so wunderschön ist. Wir fanden, die Straße war sehr angenehm zu fahren, eine ganz tolle Straße und die Landschaft drumherum war einfach perfekt. Also nach den Abfahrten versuchen wir möglichst viel Motorbremse zu benutzen. Wir sind jetzt auch schon irgendwie fast 25.000 Kilometer gefahren seit Deutschland und ich glaube, unsere Bremsklötze sind immer noch in Ordnung. Haben wir zumindest auch mal checken lassen. Und es liegt daran, dass wir auch sehr viel Motorbremsen. Yes. Zum Leid der anderen Verkehrsteilnehmer, denn wir sind dann öfter mal ziemlich langsam. Oh, ein Kamar. Kamar ist gefragt. Ich glaube, der kühlt ein bisschen ab und der macht eine kurze Pause. Sehr, sehr weise.
so geht Wasser tanken in Russland. Also hier gibt es so eine Pumpe. Man muss einfach nur hier den Hebel runterdrücken. Das geht dann vollautomatisch. Und solange der Hebel unten ist, läuft Wasser. Und das saugen wir dann, wie gehabt, mit unserer Pumpe, die jetzt repariert ist, hier rein. Dann geht es durch ein paar Filter durch. Und die Muriel nimmt gerade Wasser, weil sie Eiskaffee macht. Das Gewinde ist halt einfach beschädigt. Mhm. Wir hatten gerade ein Problem beim Wasserauffüllen, nämlich ist unser Tank auf der Oberseite, den wir immer bis zum Anschlag füllen, undicht, weil der Flüssigkeitsfüllstandssensor, der an einem Stab drin hängt, die Durchführung ist undicht gewesen, weil unten das Schraubgewinde abgegangen ist und in den Tank gefallen ist. Das war immer schon ein sehr schlechtes Gewinde. Auf jeden Fall kam eben das Wasser, als der Tank dann voll war. Und wir stehen gerade etwas zur Seite geneigt. Einmal hier aus der Ecke raus. Dann hier. Und hier unten, wo unser Abwasser quasi rauskommt. Also hier. Und ja. Hier ist das Loch, wo unser Abwasser nach außen geführt wird. Und hier ist es quasi aus dem Loch, wo der Sensor drinne sitzt und nicht mehr fest saß, rausgelaufen und über die Seite da rein. Das heißt, wir standen sogar eigentlich ganz günstig. Ja. Unserem Auto läuft es immer in irgendeine Ecke und dann raus. Nachdem wir das Problem notdürftig behoben haben, sind wir weitergefahren. Aber das Problem sollte uns irgendwann nochmal einholen. Nach unseren Wassermalheur, in dem wir irgendwie in letzter Zeit mehrere haben. Ja, so ist das mit einem Selbstausbau. Wurden wir ein paar Kilometer weiter mit dieser wunderschönen Aussicht belohnt. Ich glaube, dadurch, dass hier im Altajgebirge der Tourismus sehr viel später eingesetzt hat, wie beispielsweise in Österreich, was sich landschaftlich schon gut vergleichen lässt, hat man hier ganz, ganz viele so kleine Dörfer mit Hütten, die man mieten kann, so kleine Tiny House Hütten und ganz, ganz viele Zeltplätze. Und ich glaube, hier ist im Gegensatz zu Österreich auch Wildcampen erlaubt, was man sieht. Die Leute gehen hier ganz viel zelten, machen entlang der Straße, wo überall wunderschöne Spots sind und auch kleine Picknickplätze, Picknicks. Bei dem Spot, bei dem wir gestern waren, da sind wir 2 Nächte geblieben. Da haben wir insgesamt, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Camper mit Zelten getroffen, die dann teilweise eine Nacht bleiben und weiterfahren. Und diese Hütten, die wirken alle sehr, sehr neu, diese Hüttendörfer. Und was man hier komplett gar nicht sieht, sind große Hotels wie in Österreich oder so ganz, ganz riesengroße Herbergen. Und ich finde, dadurch wirkt alles sehr ursprünglich und sehr naturbelassen. Das finde ich total schön. Muri, wo sind wir hier? Bei den Petroglyphen. Genau neben der Straße da unten. Oh, man kann es nicht mehr sehen. Ist unser Auto und da ist auf jeden Fall die Straße, die geht dann hier vorbei. Los. Also ich glaube, hier sieht man einen Hirsch und hier sieht man auch nochmal ein Reh oder so mit Geweih. Ich glaube, das ist ein Pferd. Und hier sieht man nochmal sowas wie Wölfe. Dann sieht man hier sowas wie einen Leoparden oder sowas in der Richtung. Hier ist auch noch ein Tier und hier ist auch noch irgendwas reingemalt. Auch nochmal mit Geweih. Okay. Das ist ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil wir glauben, dass es frei zugänglich ist. Denn keiner wollte von uns Geld. Und ja, man sieht es zwar nicht so gut, aber dass es über so viele 1000 Jahre erhalten ist. Nice. Hier kann man ziemlich gut tief eingraviert einen Menschen erkennen. Und offensichtlich schmeißt man hier auch Geld hin, denn hier sind einige Geldmünzen. Zwei Menschen
ein Tier mit Schuppen und einem lustigen Muster. Und noch ein Tier, das sieht so aus, als hätte es irgendwie große Ohren und ein Geweih. Und was man hier noch voll viel sieht, das finde ich auch super, aber ich verstehe es auch, weil die Straße ist wirklich gigantisch gut. Es gibt ganz viele Fahrradfahrer hier, die mit einem Zelt unterwegs sind und auch Motorradfahrer, die so von Hütte zu Hütte fahren quasi. Sehr, sehr schön, finde ich das. Wir sind ein wenig über diese wundervolle Straße drüber gerauscht, denn uns hat auch hier ein wenig die Zeit im Nacken gesessen. Würden wir aber noch mehr kommen, würden wir uns dafür mehr Zeit nehmen und das Altajgebirge noch etwas ausführlicher erkunden. Und Miri, wo gehen wir gerade hin? Jawohl. Sagen, was so besonders an dem See ist. Vielleicht. Das Wasser soll von unten kommen und deswegen sieht er aus wie ein Auge, sagen manche Menschen. Gucken wir mal. Irgendwo Geld hinwerfen, das hat hier, glaube ich, Tradition. Man hat die Schönheit dieses Ortes erkannt und deswegen haben wir pro Person umgerechnet 1 Euro Eintritt bezahlt, damit wir uns diesen kleinen Teich oder diesen kleinen See anschauen dürfen. Wir finden aber, es hat sich gelohnt und man hat sich auch große Mühe gegeben, den Weg dorthin sehr hübsch zu gestalten. Also mir gefällt der See sehr, sehr gut. Er ist super schön blau. Es sieht wirklich aus wie ein Auge. Nur die Information, dass das Wasser von unten kommt, da bin ich, glaube ich, einer Falschinformation aufgesessen. Ich weiß nicht genau. Aber die Reflexionen sind zumindest sehr schön. Von dem Berg da oben. Ich meine, das sieht ein bisschen so aus. Ja, es könnte sein, dass das Wasser hier von unten kommt. Hier sieht man noch die Reflexion im Wasser von den Bergen im Hintergrund. Und auf diesem kleinen Sandstück sind die Reflexionen aber komplett weggegangen. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, wie sich der Sand so ein bisschen von innen nach außen bewegt. Und so muss augenscheinlich hier auch Wasser rauskommen. Aber es gab auch um den kleinen See herum 3 oder 4 Zuläufer, die diesen wunderschönen Bergsee mit klarem Bergwasser gespeist haben.
aus dem Auto raus kann man auf der anderen Seite des Sees Pferde beobachten. Andere Seite des Flusses meine ich. Die trinken. Sehr schön. Die verstaut gerade noch was. Und hier auf dieser wunderschönen Wiese, wo echt viel los ist, weil hier steht auch noch ein Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da hinten stehen Zelte. Haben wir heute übernachtet, direkt am Fluss. Da hinten sieht man jetzt nicht mehr, die sind schon weg, aber waren auch überall noch Zelte bei den Bäumen. Und überall sind Kuh- und Pferdeherden, die hier umherziehen. Und hier haben wir heute übernachtet. Und ich bin so begeistert, dass hier so viele Menschen von Spot zu Spot ziehen, wie wir eben auch, und immer wieder ihr Zelt aufschlagen und dort campen gehen. Da unten ganz schwer zu sehen steht Jenny. Und wir wollen ein bisschen näher an die Berge, die weiß werden hier. Sergej aus der Fit-Werkstatt hatte uns übrigens erzählt, dass die Vögel im Altajgebirge noch größer werden. Und jetzt können wir es auch bestätigen. Und hier hatten wir auch einen wirklich schönen Campingspot. Aber man kann sagen, überall im Altajgebirge kann man sich hinstellen und hat wunderschöne Campingspots. Diese Plätze kann man wohl auch mit dem Wohnmobil ansteuern. Ich glaube, der eine hat was und der andere will was abgeben. Ah, die beiden Vögel. Einer ist nämlich eben so runtergegangen und schnell wieder hoch. Ich habe auch schon mal gesehen, dass die Vögel untereinander auch gegenseitig die Beute abgeben. Da wir morgen in die Mongolei einreisen und wir noch ein paar Rubel haben, die wir ausgeben müssen, da wir vorerst nicht nach Russland zurückkehren werden, geben wir jetzt Geld aus. Und zwar hier. Es gibt Kaffee und Kuchen hier. Ein Stück Kuchen kostet ungefähr umgerechnet 1,50 € und so ein Teilchen ungefähr 70, 80 Cent. Und dazu werden wir uns jetzt noch ein Cappuccino gönnen. Ja. So, wir haben jetzt ein Stück Torte, 2 kleine Pizzen und es kommen noch 2 Cappuccino für insgesamt ungefähr umgerechnet 8,50 €. Der Wechselkurs liegt bei 1 € bei ungefähr 96 Rubel gerade. Und wie schmeckt's? Voll süß hier. Was hast du vor, Andi? Wir suchen einen Übernachtungsplatz und zwar gleich hinter dieser Ortschaft hier, weil wir nochmal gutes Internet haben wollen und weil wir nicht zu nah an die Grenze fahren wollen. Und dieser Weg, der ins Nichts führt, wortwörtlich, der scheint uns geeignet zu sein, um mit in der Ruhe einen Platz zu finden, wo uns keiner stört. Ja. So, wir sind jetzt hier an unserem Stellplatz, dem letzten für Russland, für das Altai-Gebirge. Und wir haben jetzt gerade nochmal eine Reparatur gemacht. Und zwar, die Lenkmanschetten sind ja längst durch kleine Steine überschlagen worden. Und dadurch dringt Wasser ein in die Querlenker und dann rostet es. Und wir hatten in der letzten Werkstatt bei Volvo Trucks so ein Tape drin. Das war nicht gut. Und jetzt habe ich selbst hier T-Rex-Tape angewandt. Und wie man hier sehen kann, ist es jetzt wunderbar hier. Gut gesichert und das sollte jetzt erstmal halten, bis wir nach Ulaanbaatar kommen und dieses Teil neu bekommen. Diese Lenkmanschetten gibt es hier auch nirgendwo, diese speziellen Gummigewölbe. Jawohl. Also hier ist nochmal ein Zwischenfazit von der Reparatur an dem Schlauch, wo die Luft vom Turbolader durchgeht. Hier vorne war ein Riss drinne, hier wurde was drüber geklebt, ganz tolles Klebeband und eine Schlauchschelle befestigt. Und hier
war ein kompletter Riss drin. Das wurde einmal durchtrennt, ein Metallteil dazwischen geklebt und nochmal mit 2 Schlauchschellen aus Edelstahl befestigt. Und bis jetzt, läuft alles sehr gut. Der Motor bringt wieder seine gewohnte Leistung und auch der Benzinverbrauch ist wieder zurückgegangen. Brauchen wir Benzin? Seitdem der Schlauch kaputt war. Diesel. Ja, der Diesel. Das hier hat irgendwie nie gehalten, aber das wird jetzt mal richtig festgemacht mit Hilfe von einer starken M8 Gewindeschraube. So. Oh, super. Das ist jetzt eine feste Sache. Und damit hängt diese komplette Seite nicht mehr so runter. Und Jenny schaut viel schöner aus. Hello! Hey! Das war cool. Wow. Möri ist im Paradies, ja? Und das, während wir gerade essen waren. Oder du essen warst und ich nur chillen. War das auch? Nee. Und mit diesem Stellplatz neigt sich unser zweites Mal in Russland auch schon dem Ende zu. Auch diesen Stellplatz fanden wir wieder wunderschön und haben ihn sehr genossen. Und ja, auch bei dem zweiten Mal in Russland können wir sagen, wir fanden es sehr, sehr schön. Die Gegend, in der wir jetzt unterwegs waren, war einfach nur phänomenal. Das Altajgebirge ist wirklich traumhaft schön und wir lieben die russische Gastfreundschaft. Beim nächsten Mal fahren wir in die Mongolei rein und auch da haben wir wieder viel Spaß. Also sagen wir jetzt hier einmal Ciao, tschüss, auf Wiedersehen, das Vidanje und Baka baka.